20-jähriges Jubiläum für West Eastern Divan ist natürlich eine Riesengeschichte für uns alle. Ich persönlich feiere im West Eastern Divan mein 19. Jubiläum, weil ich das erste Jahr verpasst habe. Ich kam mit 14 rein im Jahr 2000. Ich kann eigentlich ganz einfach behaupten, dass ich den Großteil und den wichtigsten Teil meiner musikalischen Erziehung im West Eastern Divan erlebt habe. Deswegen ist es für mich auch eine sehr besondere Geschichte, bei dem 20-jährigen Jubiläum dabei sein zu können. Das Schöne an dieser Akademie ist, dass sie sozusagen die Idee des West Eastern Divan verkörpert und über das ganze Jahr die Musiker aus der Region ausbildet mit den musikalischen und menschlichen Ideen des West Eastern Divan. Und dadurch gibt es diese Kontinuität auch viel mehr als früher, wo das Orchester sich ein- oder zweimal im Jahr getroffen hat, aber ansonsten dann alle ihre Wege gegangen sind und es keine Weiterverfolgung der Fortschritte gab. Das Stück ist ein Highlight der Geigenliteratur, das kann man schon sagen. Es ist das ultimative Violinkonzert. Das ist das, wo man das meiste an Reife mitbringen muss, um das überhaupt richtig zu spielen. Im Gegensatz zu anderen Stücken von Beethoven, die sehr durch ihre Kompaktheit auffällig werden und durch ihre starke Energie, ist das hier überhaupt nicht so. Es ist vielmehr, dass sich das Stück viel mehr ausbreitet und es viel gelöster daherkommt als jetzt sowas wie die 5. Sinfonie zum Beispiel. Hier entfaltet sich die Musik auf ganz andere Weise, deswegen ist das Stück auch deutlich länger und in der harmonischen Struktur gar nicht so komplex. Es ist relativ simpel, aber dadurch, dass diese Themen alle immer hervorkommen und sich immer alle ausbreiten, entfaltet die Musik einen ganz besonderen Charakter, der doch eher auf der wenig virtuosen Seite ist und mehr auf diese musikalischen Reichtum aus ist. Das Beethoven-Konzert ist so schwer. Der einzige Vorteil ist natürlich, dass ich die Musiker alle kenne, und zwar sehr gut kenne, und wir doch alle die gleichen musikalischen Gedanken verfolgen und wenn wir spielen, auch die gleichen musikalischen Gedanken herauskommen. Aber spielen muss ich es trotzdem noch. Stücke von Beethoven, die sind immer noch sehr, sehr gewagt. Es ist schon beeindruckend, das ist ja 250 Jahre später, dass es immer noch so einen Einfluss und so eine Aktualität hat. Ich finde, man muss bei so einem Jubiläum aber auch immer darauf gucken, was dieser Komponist, den wir alle so sehr schätzen, was diese Musik für die Zukunft dann bedeuten konnte. Dass man auch den Blick dann darauf, welchen Einfluss seine Musik auf zukünftige Generationen hatte, dass man den nicht verliert. Seit 9 Jahren spielen wir jeden Sommer ein Konzert in der Waldbühne und erfreuen uns über den großen Andrang. Die Location ist ja auch relativ besonders in ihrer Entstehungsgeschichte, sowie auch einfach, wenn man da hinfährt, mitten im Wald. Die Stimmung ist immer sehr schön, sehr gelöst, sehr entspannt, aber auch doch sehr aufmerksam, wenn wir spielen. Also, dass so viele Tausende von Leuten dann so ruhig sitzen. Wir alle spielen da sehr, sehr gerne und es macht riesig Spaß. Ich freue mich sehr darauf.